Hör Morris, wir alle taub, 3 Leute singen. Das ist das Lied Nummer 29. Ich sing von meinem Jesu, der Weg mit Gnade krönt. In ihm wohnt alle Quelle, er hat mich versöhnt. Ich sing von meinem Jesu, dem treuen Gottes Lamm, gesegnet mir gegeben und stark am Kreuze Stamm. Ich sing von meinem Jesu und ruh an seiner Brust, da werd ich seine Liebe benediktig bewusst. Ich sing von meinem Jesu bei aller Ackerem. Ich sing von seiner Gnade, die mich bei ihm erhält. Ich sing von meinem Jesu und strecke mich nach dem, was droben ist im Himmel in Neu-Jerusalem. Und wenn einst meine Seele aus Gnaden dort einzieht, so sing ich meinem Jesu ein neues seliges Lied. Zunächst das Lied Nummer 126. Kommen zu dem Heiland. Komm zu dem Heiland, komm nach heut, heut seinen Wort, jetzt ist es noch Zeit. Er ist uns nah zum Segen bereit und ruft so freundlich auf. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir sehen, von Sünde frei und rein. Denn das gelobte Kanaanreich, Jesus siegelig komm. Komm, o mein Kind, und höre sein Wort, gib ihm dein Herz und folg ihm sofort. Er ist ein Segner, ewiger Hort, komm, mach dich auf und komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir sind von Sünde frei und rein, in das gelobte Kanaan. Jesus singe komm. Glaube nur fest, der Herr nimmt dich an. Oh, willst du ihn nicht jetzt dir schon nahen? Mit Lieb und Gnad will er dich umfahren. Komm nur und Kinder, komm. Herrlich, herrlich
Jesus, sieh her, ich komm. Nächstes Leute Nummer 125. Dein Heiland lässt dich nahen, komm, komm und sieh. Zu dem Hochzeitsmahl der Gnade, komm, komm und sieh. Lass die Botschaft weiten schallen weg und alles wieder. Gott vergib den Sündern allen, komm und sieh. Saß den Kleinen, saß den Großen, komm und sieh. Keiner wird hinausgestoßen, komm und sieh. Lass die Botschaft weiten schallen weg und alles wiederhallen. Gott vergib den Sündern allen, komm und sieh. Komme durch die Nacht der Eilen, komm und sieh. Jesus rettet, Jesus heilen, komm und sieh. Lass die Botschaft weiten schallen weg und alles wiederhallen. Gott vergib den Sündern allen, komm und sieh. Gott will dir viel Gnade erweisen, komm und sieh. Dich an seinem Tisch verspeisen, komm und sieh. Lass die Botschaft weiten schallen weg und alles wiederhallen. Gott vergib den Sündern allen, komm und sieh. Alle, die den Tisch umringen, komm und sieh. Darum auch mit Freuden singen, komm und sieh. Lass die Botschaft weiten schallen weg und alles wiederhallen. Gott vergib den Sündern allen, komm und sieh. Ich merke mir Bilder, moet ik mir Bilder, wo wordt het in Himmel een dag zijn. Zag je waar de ganze Schor zijn, daar worden de Engel zijn en daar worden ze alle zingen. Staan we ans ver, aan Sol worden Sol en die worden alle in Einklang zingen. Wie herrlich wordt het zijn. So hast du ein Verlangen, durch anzukommen. Weil das ist das Nächste, jo. Habe ich wirklich ein Verlangen, durch anzukommen, ein Tag durch zu sein.
du mit der Engeltaub, du singen worden und Gott verherrlichen. So, du haben jetzt auch ans ganze Gottesdienst einmal, auch der Tauffest und alles, jetzt einmal du am, dass wir noch streben, dass wir durchkommen wollen eines Deus. Ich will heute ein bisschen anschauen in Kolosserbrief, Kolosser Kapitel 2. Das Kolosserbrief, das erste ein, wo Paulus durch Christus durchstellt, was Christus für die Gemeinde ist. So, wie weit Tauffest ist ein Segen. Jesus hat gesagt, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Er will, dass wir für ihn arbeiten. Und Paulus weist hier an, check mal, was ist die Gemeinde? Paulus wird es so sehr wichtig, wenn er zum Glauben gekommen wird, dann wird es wichtig, dass er zum Glauben gekommen wird, einmal Motto sprechen. Und einmal war er Motto sprechen, dann schreibt er diesen Brief. Wir werden in Kolosser Kapitel 2 die ersten 8 Verse mal lesen. Ich lasse euch aber wissen, welchen Kampf ich habe um euch und um die Laodicea und alle, die meine Person im Fleisch nicht gesehen haben, auf dass ihre Herzen ermahnt und zusammengefasst werden in der Liebe und zu allen Reichtum des Gewissens, Verständnisses, zu erkennen das Geheimnis Gottes, des Vaters und Christi, in welchen verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage aber davon, auf dass euch niemand beitrieb mit vernünftigen Reden. Denn ob ich wohl nach dem Fleisch nicht da bin, so bin ich doch im Geist bei euch, freue mich und sehe eure Ordnung und eurem festen Glauben an Christum. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Und seid gewurzelt und erbaut in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt seid, und seid in denselben reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand beirabe durch die Philosophie und lose Verführungen, nach der Menschenlehre und nach der Weltsatzungen und nicht nach Christo. So, das wird, Paulus schreibt diesen Brief nur die Gemeinde, sagst du, Laodicea, nur die Gemeinden, wo er niemals gewass wird. Das ist eine Gemeinde, die er nicht hat besiegen, und er sagt, er schrift auch, und die, was er als Person niemals gesehen hat. So, er hat seine Leib zu diesen Menschen, er hat gehört, dass durch Menschen zum Glauben gekommen werden, wie eine Gemeinde, und sie standen in der Gefahr aufzufallen. In der Gefahr war er in der alte Gesetz zu fallen, dass sie nicht mehr auf den wahren Glauben stehen. So, und so, jetzt mir das auch von dir, besonders wenn ich denke an diese Jünglinge, sie haben bekannt, sie haben ein Zeugnis gegeben, haben alle gehört, die meisten, dass sie den Glauben angenommen. Sie haben Jesus Christus angenommen. So, was ist nun wieder? Nun wieder ist für uns als Gemeinde mit ihren Taub, sie haben das verlangt, getauft zu werden, eine Gemeinde zu kommen, nu mit ihren Taub verwacht zu gehen, er sagt, du, wo all die Schätze der Weisheit verborgen liegen. Ja? Du, wo Jesus Christus ist, wir können noch gar nicht aussprechen, noch nicht sagen, was du alles sein, aber wo herrlich dort du sein. Dort hat für uns weitergeloten, wo herrlich dort du sein. Und ich merke das so klar, dass der Vers sagt, wie ihr nun angenommen habt, den Herrn, Christus Jesus, dann sagt er, so wandelt in ihm. Ja? So, das ist hier einmal das Problem für uns, den Herrn Jesus Christus anzunehmen, das ist eine Sache, aber durch in ihm zu wohnen, ist die zweite Sache. Ja? Du auch bitte bleiben, mit ihm taub ans Leben durchzugehen. Das ist für uns das Problem für uns Menschen. Weil wir im Fleisch leben, ja, anzieht sich dort gutlich, viele Menschen wählen dort auch, sie denken, das ist es auch, Jesus Christus anzunehmen, aber wieder durch im Leben zu gehen. Dort meint dann auch wieder mit Jesus Christus taub durch ein Leben zu gehen. Dort will er uns hier ganz klar sagen, dann sagt er, seid gewurzelt. Er will einfach haben, dass die Gemeinde Christi, die muss mutig sein, die muss mutig hart haben, für Jesus Christus anzustehen, für ihn zu leben. Das ist, was Paulus hier beten hat.
En je kan zeggen, wat had hij zo'n bezorgnis over de mensen door wie offen? Hij wird im Gefängnis. Hij wird vast, hij kan niet. Aber hij had zo'n verlangen, die mensen door diesen brief te schrijven en het moed te merken. Wandelt ook door nog. Blijf door. Ziet je werkeld. Ziet vast je werkeld door aan jou en buitend ab. Buitend im Glauben ab, und das ist auch unsere Verantwortung für jedem ein, auch diese Tauflinge, von der Herr will getauft worden, in die Gemeinde abgenommen worden, einfach auch mit uns taub alle in die Gemeinde verweicht zu gehen. Durch an zu wandeln, ja, dort, was Jesus Christus will, und dass wir auch gewartet sind. Wir weten, ein Baum, was nicht gewartet ist, der darf mit einem starken Wind kommen, der fällt an. En wanneer am veld, dat blijft alleen, dat staat niet fris op. En hij wil ook dat wij zo gewaagd zijn, den Storm, dat wat we te begegnen hebben, dat ons niet voets omstelt. Dat we gewaagd zijn, dat we kampen kunnen, dat we ook dat beide ware stunden kunnen. We kijken veel zo zeer bloos op mensen op deze eeuw, ja. Aber wenn wir diesen Briefmodell studieren, was Paulus an die Kolosser schrieb, da waren uns viele Dinge nachbeten, ja, was Paulus uns schreiben will, was er meint, wo eine Gemeinde soll sein und wo Christen wirklich sollen sein. Er will einfach haben, dass die Gemeinde soll die Leib, wirklich die Leib in ihrem Ander haben, und dass sie mehr kann verbunden worden. Wir können sagen, hier sind von der 5 Jahres, ein Jung, was wir getauft worden. So stark, wir können sagen, da waren so Strehlmeier in diesen Strang geflochten, ja, dass die Gemeinde dort stärker ist. Und wo vielmals ist der Strang nicht richtig geflochten, sondern vielleicht mit so einem Malschabon gekommen, ja, dann hört er auf. Wie weit ein dicker, sehr starker Strang, der ist von sehr viel, sehr der Natur geflochten, ja. Woran? Dort merkt ihn stark. Dort merkt ihn stark. Wenn einer auftritt, der andere, der tragen die wenig, ja. Aber das ist sehr stark, ja. Und so will er auch, dass wir daran verwerkelt und taubgebunden sind, dass wir in Jesus Christus mit einem voller Mutkampf verweicht gehen, dass wir voller Weisheit sind, ja, dass wir mit Weisheit erfüllt sind. Er will, dass wir voller Weisheit sind, und wenn du was abkommt, der Achterversagen, sei taub. Dass kein, was das Glauben war gestohlen worden, durch Philosophie und lose Verführungen, was nur Menschenliebe ist. Weet je, wo viele Menschen liegen von der Welt, was nicht nur Wort Gottes nur stammen. So viele. Und all die sind nicht bereit im Kämpfen. Wer sich auf Menschen verlässt, wer auf Menschen büht, der ist nicht bereit im Kampf annehmen. Da kann sein, dass ein falscher Band im Strang, in dem Band geflochten, ja. Das ist ein falscher, der einen Betrag knackt so auf, ja, hat nicht Kraft. Und Paulus will haben, passt ab, seid ihr noch, lasst ihr nicht von allerhand lose lehren, was nicht mit der Bibel stammt, was nicht mit dem Wort Gottes stammt, mit dort jünt wachreden. Da will ich besonders zu diese junge Gläubige sagen, nu ist von hier wieder, ist es ein Kampf, sein Verweich zu kommen. Auch von uns alle, wer die Besten in der Gemeinde liegt, best in Christ best. So, da muss wir nur sein, ja. Wir wollen für uns mit anderen mitfahren. Und das schafft nicht. In diesem Fall müssen wir selbst fahren. Wir können uns nicht als Menschen verloten. Jo mehr wir als Menschen verloten, jo gerade Täuschung, wo wir einen Tag durch. Wenn der Mensch einen Fehler merken, dann sind wir eine große Täuschung durchgegangen. So, mag Gott sein Wort segnen. Und wir wollen hier etwas leiten, dann kommen wir zu der Predigt. Nummer 192.
Es ist Leben im Blick jetzt zum Kreuze hin. Jesus ruft freundlich, komm zu mir. Irdischer Reichtum ist kein Gewinn. O seliger Schatz, den das Kreuz beut mir. Nur ein Blick ist Leben da, nur ein Blick nach Golgatha. Freudenschall, Erlösung nah, nur ein Blick nach Golgatha. Mein Blick hat aufs heiligste Wort stets Acht, traut der Verheißung, die Gott gab. Keiner fällt jeder Versuchung macht, der treu das Gebet führt als Waffe und Stab. Nur ein Blick ist Leben da, nur ein Blick nach Golgatha. Freudenschall, Erlösung nah, nur ein Blick nach Golgatha. Als einst meine Augen den Heiland sahen, lächelte er mir freundlich zu. Und wenn der Satan mich jetzt ficht an, ein Blick nach dem Kreuz gibt mir Kraft und Ruhe. Nur ein Blick ist Leben da, nur ein Blick nach Golgatha. Freudenschall, Erlösung nah, nur ein Blick nach Golgatha. Ik wens dat de vrede Gottes met een ieder een zijn wordt. Deze bediening die we bereits al gehört haben in der Anleitung, durch leider sehen, dass diese Verheitung von der Gnade mit diesem Blick nach Golgatha zu merken, dass du immer nach dieser Verheitung für die Erlösung bin erleben wird, das ist wertvoll. Mein Wunsch und Verlangen ist, dass es von der Schadach, diese Vermerksten hier, uns einfach wird zu helfen, einmal auf Gottes Gnade und Verheitung zu kicken, und dass sein Plan, Erlösungsplan und sein Plan für uns Menschen einfach noch nicht geändert hat, was von der. Diese Versammlung ist bekannt gegeben worden, darauf hin, als wenn das eine extra Angelegenheit von der. Und das ist auch so, das habe ich nicht jeden Sonntag praktiziert, dass wir in Tauffest feiern dort. Und wenn wir über dort haben, dann dient das was ein bisschen Spezielles an, und das ist Gottes Gnade offenbaren. Gottes Gnade verkündigen. Und da war wir sehr froh zu sein, und da sehe ich froh zu. Ich möchte, dass der Beitrag, das Andacht, uns wirklich einfach durch auf das aufmerksam machen wird. Wenn ich mich ein bisschen anlassen und kriege, was über ein Thema für so eine Angelegenheit als das, dann komme ich einfach auf diesen Zusammenhang, das bitte zu betrachten, die Bedeutung, die Taufe und deren Bedeutung, nach Gottes Plan dabei. Ja, wie das einfach zu sein kriegen. Weißt du, was mir sehr frisch wertvoll wird, dass Gottes Plan, wenn wir den von der Seite ab das betrachten, dass uns drei führen wird, in alle Geschichten an,
Von Anfangswelt. Und das hat immer noch so statt ist. Wir wollen dort einen Aufschnitt lesen, in 1. Petrus Kapitel 3, von Vers 18 an 13 Kapitel. Da wollen wir mal uns diese Gedanken rausnehmen, damit wir uns von der beschäftigen wollen und uns an dort zu vertiefen und Gottes Plan zu erkennen. Ich habe mir diesen Aufschnitt geteilt in drei Aufteilungen gemerkt. Einmal ist es dort Gottes Plan und Erbarmung und dann einen Bund machen, ein gutes Gewissen bewahren. Das sind 3 Aufschnitte, wo wir von der eigentlich ein bisschen von reden. Hier in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18 und wieder, da sagt dort, sintemal auch Christus einmal für unsere Sünden gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führte. Und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In denselben ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die vor Zeiten nicht glaubten, da Gott harrte und Geduld hatte zu den Zeiten Noahs, da man die Arche zurüstete, in welcher Weine, das ist 8 Seelen gerettet wurden durchs Wasser. Welches nun auch uns selig macht in der Taufe, die durch jenes bedeutet ist, nicht das Abtun des Unflats am Fleisch, sondern der Bund eines guten Gewissens mit Gott durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes in den Himmel gefahren und sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Kräfte. Also hier fängt das an und es geht auch dort wieder. Dort endet Ganze der Hauptsache von diesem Tag, dass wir das hier vorhaben mit dem Tauffest. Dort hat man zu tun, gerade mit diesem Grund, den Gott gelegt hat, einmal, dass Christus aus dem Sünder, Christus aus dem Gerechter, gestorben damit, dass die sündlichen Menschen können gerecht werden. Also hat er eine Schuld ab sich nehmen, was er nicht schuldig war zu betonen. Aber er hat das genug. Er hat das deswegen, dass er ein Erbarmen hat. Er sagt, dass der andere kann das gar nicht. Und deswegen tut er das. Und was ihr das ist, ich glaube, von der immer noch so. Viele Sachen, damit kommen wir ohne ein, wenn wir es nicht wieder kennen, nicht weiten wollen sie wieder, dann ab eins auf Gott die Gelegenheit umweg. Und andere war gesagt, dass wenn wir mit dem erbarmende Verlangen oder mit dem Erbarmen wiedergeben, dass jemand, der sich nicht helfen kann, den helfen. Jemand, der nicht weiß, den Rut geben. Und so wieder. Das ist die Gesinnung, was Jesus Christus hat. Und er ist eben angebracht worden dafür, er muss den leiblichen Tod sterben, so als wenn er ein Übeltäter wäre. Von der ersten Verbrecher. Weil ich damit dazu deuten, sei wir krank so buchstäblich in dieser Geschichte, dass Jesus, dass er das abnehmen deut, kann das Barabbas, haben wir eigentlich aus der schwanzten Verbrecher im Gefängnis gesagt, und das fällt will sich eben armlos, dass wir unbewusst, aber das wir erst ein Teken ab dort, wo gerade Gottes Erbarmen da wir und so wieder. Und dass er lebendig geworden ist, das hat für uns eine Gelegenheit gegeben, auch zum Leben zu kommen war. Das gibt uns die Gelegenheit, für das ewige Leben daran beteiligt zu werden. Das, was er damit durchgeführt hat. Das sagt uns hier auch, als wir dort gemerkt worden, zu dieser Zeit, als das passiert, da wo er sagt, es ist vollbracht, und im Grab vom Kreuz genommen wird, im Grab gelegt, dann sagt uns dort hier, dass er dadurch auch als Hand gegangen,
und habt gepredigt ihr Geistern im Gefängnis, die vor Zeiten nicht glaubten, da Gott harte und Geduld hatte zu den Zeiten Noahs. Das ist ein sehr interessanter Ausdruck, was das hier gibt. Sehr interessanter Aussage. Und ich möchte mir einfach ein bisschen danken, Eva. Mir scheint sie das als ein bisschen unbegreiflich, besonders für uns Menschen. Aber die Bibel sagt uns, dass es das. Und gibt es das, glaube ich das auch, dass auch diese Menschen, die zu der Zeit Noahs, wie die Sinnflut ankommen, dass die nach Hand des Stimme Gottes gehört. Dass Jesus sagt, es ist vollbracht. Ich las einen Kommentar über dort, jemand, der sich sehr mit so einem Ding beschäftigt, die Bibel auszuleihen, und der gibt das das von ungefähr so steht, ich weiß nicht, kriegt man das wieder, das wollte ich wieder sein, aber dort das Erlösungsplan, das was Jesus im Geist lebendig war, dort das, was an die Gräber ging, was die Verstorbenen, was die Angläubigen und so weiter, nicht, dass die eine Chance hatten, geraten zu werden, aber aus der Bestätigung, dass sie nicht geglaubt haben und dass sie überhaupt die Gelegenheit gehabt. So wird dann gekriegt, erst das wir wie uploaden. Aber, wo wir uns werden, was ja beschäftigen, erst das. Zu der Zeit, als Gott den Noah befehlen hat, die Arche zu bauen, damit dass sie sollen geraten werden, dass sie nicht dürfen umgehen und ankommen in der Zeit da. Dann war Noah mit seiner Familie geraten. Deswegen, dass er das glaubt, was Gott mit ihm will. Weil ihr in dieser Sache, der erst von der noch so steht, der Jan, der steht die Stimme Gottes hören, dass er entraupen wird und dass er kann, dass sie diese Erlösung brücken, die von ihre Entscheidung dafür merken, sagen, jo, die wurden von der noch einmal geraten. Kriegst sie aus der Zeit Noahs. Die dürfen nicht in die Fluten der Ungerechtigkeit ankommen. Gott hat einen wunderbaren Plan der Erlösung. Und interessant, dass Petrus, hast du gesagt, 3.500 Jahre später, als er das geschrieben hat, dass er in sein Konzept, in das Denken, und dass der Geist Gottes angibt, dass das ganz bald ab diese Geschichte trägt, was mit Noah und der Arche da passiert. Ich glaube, wir haben die Geschichte alle gelesen, manchmal. Vielleicht haben die Eltern uns das von Hus mitgegeben. Vielleicht haben wir dort in der Schule gelehrt. Vielleicht haben wir in der Sonntagsschule so wieder. Aber das ist die Geschichte von Noah und der Arche, der ist uns nicht fremd. Mir sehr lang nicht. Und ich glaube, hier ist nicht einer von der nicht fremd ist. Aber dort hat Gott all, das ist ein Plan von der Radung offenbaren, wo das eigentlich gehen soll. Die werden glauben, die werden aus den Fluten von der Verderbung geraten. Ich habe uns feststellen, wo wir ausholen, wann das in der Flut gibt. Wir haben hier vielleicht ein bisschen schuld zu sein, dass wir nicht dicht am Riefer wohnen, wir haben nicht schmacke Leken im Boden. Ich glaube, was manchmal eine Puddels irgendwo. Aber wenn das mal in der Strom gibt, oder mal einfach in dem Water, was immer das ist, wie lang? Ich habe wieder ausholen. Wir kennen gewisse Zeit. Aber das geht nicht lang. Und wenn dann nu alles ungeht, unge Water, wo geht dort zu überleben? Das geht eigentlich nicht lang. Und Gott hat hier sich was ausgedacht, oder Gott hat hier einen Plan, womit er seine Macht bewiesen hat. Ist das nicht wirklich wunderbar, wenn wir ab dort reinkicken? Was wird das gegeben in dieser Welt von Menschen, dass da ein Noah wir, in der die Stimme Gottes vernehmen, in der Gehorsam wir. Und das sei wie in der Bibel beschrieben, in der ganzen Bild, dass das seine Radung wir, dass er glauben hat. Und das selbst die habe von der überdreht, ob die Menschheit von der. Ob es zwar doch nicht eine Sintflut ist, aber dass die ganze Welt voll Angerechtigkeit. Wir sind in Sünden geboren.
Die Radung liegt bloß daran, dass jemand die Stimme von Gottes Plan annehmen wird, die je hier geben wird. Dort liegt die Radung. Und wenn diese Täuflinge, die hier von dir sind, die wollen das öffentlich bestätigen, bestätigen, dass sie haben diesen Plan angenommen. Sie haben ein Zeugnis davon gegeben, dass sie erst bewusst geworden, dass sie diesen Plan von der Erlösung brauchten in ihr Leben, und sie haben dazu Ja gesagt. Das sagt uns hier im 20. Vers, da Gott harte und Geduld hatte zu den Zeiten Noahs, da man die Arche zurüstete im Weinjahr welche, das sind 8 Seelen gerettet wurden durch das Wasser, welches nun auch uns selig macht in der Taufe, die durch jenes bedeutet ist, nicht das Abtun des Unflats am Fleisch, sondern der Bund eines guten Gewissens mit Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Die Taufe, die kann uns nicht raten. Die wird uns auch nicht die Sünden aufwaschen. Aber durch den Glauben geraten worden in mein äußerliches Zeugnis, hat Gott es dort gewollt. Das hat Jesus Christus, auch als wir seine Jüngern anbefohlen, die dort zum Glauben gekommen wären, zu taufen. Dass dort ein Siegel wäre, dass dort ein Bund wäre, der dort bestehen wird. Und weißt du, wenn wir gehen nächstes Mal über den Bund, was die Worte von wird, bis ich habe. Und das Erlösungsplan, der haben sich die Menschen nicht ausgedacht, der haben die Menschen sich nicht von Gott erbeten. Wenn wir davon abhängig gewesen, dass Menschen sich den Erlösungsplan von Gott gefordert haben und Gott dadurch sein Erbarmen bewiesen hat, da würde diesen doch wohl nicht geben, so ist das. In Titus Kapitel 3, Vers 3 bis 7, da sagt dort, denn wir waren auch Weiland, unweise, ungehorsam, verirrt, dienend den Begierden und mancherlei Wollüsten und wandelten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Da aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes unseres Heilandes. Nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesum Christum, unseren Heiland, auf dass wir durch desselben Gnade gerecht und Erben seien des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Ich weiß nicht, aus der Bibel anstatt ab eine steht, wo sagen wird, wo viele Menschen zu der Zeit gewesen sind, zu der Zeit von der Sintflut. Wir haben die Sohlen von den Menschen von ungefähr so aus der Auszug aus Ägypten, da muss das von Ägypten nur keiner anführen. Da haben wir von ungefähr Sohlen so von, wo viel dort wir, und da wir sehr viel. Weil da wir in das Vorsteg, eigentlich kann man sagen, Mose der Anleiter, dann hat er über dem seine Mitarbeiter da, die wir am Gehorsam durch die Anleitung. Aber ebenso fängt wir dort das meiste Volk so am Anglauben wir. Und so sei wir dort auch zu der Zeit von Noah, das Volk im Anglauben gelebt hat. Und hier sagt Schrift Paulus dort, wir waren unweise, ungehorsam, verirrt, dienend den Begierden und mancherlei Wollüsten und wandelten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander und so wieder. Da aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unseres Heilandes. Ich habe unseren himmlischen Vater durch genug verdanken, weil wir Menschen auch in was immer das ist, in das weise Leben leben. Und da werden ab eins Gott mit seinen Sternen, Gott mit den Heiligen Geist, zu uns kommt
und uns da anreden wird. Und wie ist seine Freundlichkeit da? Eins, der dort vielleicht kriegt in diesem Mittelpunkt von dem äußersten, schlimmsten Leben, was der Mensch sich ausdenken kann. Den anderen, der da, er hat irgendwo fällt er sich nicht so ganz maglich, er will eigentlich gar nicht, der fällt in die Gefangenschaft. Der Nächste, der fährt einfach wo in der Andacht, geht wo Gottes Wort. Der Nächste, der liest vielleicht in der Bibel, redet ihm da an. Und so auf verschiedene Wesen, auf verschiedene Orten. Aber der Grund von das alles bleibt, dass wir wären nicht gerecht. Wir brauchten eine Gerechtigkeit, die Gott uns vergesagt hat. Und so fingen wir dort mit Fehler und so erst das immer noch von der, dass wir nicht so gerecht und wir haben uns den Plan nicht ausgedacht. Zum nächsten Punkt, wo wir war, das seht uns hier in 1. Petrus im 3. Kapitel, dort ist die Taufe, dort nicht, was wir von uns aufwaschen, reinwaschen, Sünden aufwaschen und so weiter, sondern der Bund eines guten Gewissens mit Gott. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Wenn wir uns mal klingt bisschen nennen, und was ist dort ein Bund merken? Das Täuflinge, die hier sind, die wollen das öffentlich, das ein Bund merken, dass sie glauben, dass durch den Glauben gerecht geworden in der Besiegelung darauf empfangen, so als das hinaus täten wir. Die gläubigen Menschen werden getrennt, gerat von der ungläubigen Welt. Und so fängt da ein neuer Aufschnitt an. Und so fängt da ein neuer Aufschnitt an, wenn wir das ein Glaubensakt merken und wieder gehen. Dann hast du vielleicht manchmal die Frau, die kann abkommen, und vielleicht jettet man in einen so, dass wir die Frau stellen, wo am großen meine Taufe und so wieder, und das Sachen, weil einmal ist das biblisch. Guckt mal, wenn wir Menschen im Bund merken, mit einem von unseren Mitmenschen, was man nicht mal hilft. Wenn wir vielleicht über eine Sache reden, wir haben vielleicht einen Handel, wer weiß was passiert da dann? Da merken wir nicht mal einen Bund, das ist verschieden. Sehr verschieden. Wir fangen in der Bibel, eben wenn wir da ein bisschen nur gehen, dass Menschen dort verschiedene Geduld haben. Manche haben eine Familie gekriegt, haben Fast gehabt dabei, der andere mit einer Mahlzeit. Und sie gibt es verschiedene Orten. Und, wenn ein Mensch einen Handel merkt in ihrem anderen, dann wird manchmal ein Kontrakt abgeschrieben und er wird von beiden Seiten unterschrieben, damit das ausgeführt kann werden. Weil wir fangen in der Bibel von jemandem, der hat Geld ausgelegt und als er ist alt und wir nicht mehr so reich können, schickt er seinen Sohn, das Geld anzukurieren und sagt er, und hier habe ich das Pfand, den Garantie, was Jana Arm gegeben hat. Ich habe im Spanischen genannt, der hat ihm das Emprender gegeben. Ein Hypotheker. Da wie ein Steck Gold, was einmal wir. Und so gibt es verschiedene Sachen, dass wenn Menschen was getan haben, was sie tun, damit, dass diese Sache bestätigt ist, und dafür, wie kriegt es das aus? Dann sehen wir dort, auch dort Menschen in Bund mit Gott merken. Weil ihr dort ja verschiedene. Wenn wir über dort mit genau denken, dann mir fällt Verschiedenes an. Da wie eine Person, den Jank hat, sei er ein Feind fertig zu haben. Dann sagt er, dann bet er Gott, und sagt, wenn du das was mählich merken, mir halt mählich merken, dass ich dort fertig kommen kann, was mir so sehr jankert, dann wo ich einen Tag in der Werk mich aufnehmen, für die zu arbeiten, das Evangelium wiederbringen. So deut er dort dann. Dann nahm er einen Tag der Werk und hat irgendwo Gottesdienste. Wegen Gott hat ihm das gelingen lassen und er hat ihn dort versprochen. Aber die Sache erst, die fährt dir vorne auf.
wo der das dann wieder? Das ist eine Frau, nicht so? Wo ist das damit, von wie Gott ein Versprechen merken? Wie lange reicht das? Dann gibt es, da habe ich von Sachen, kijk mal, wann wir von diesem König David sein, wo er mit Jonathan sich ein Versprechen merken, sich die Hand geben dafür, und dann halten die das durch. Als er da bleiben sie vorging, als das gute Tiden wären, dann halten sie das durch. Und Gott hat ab seinen Versprechen, Gott hat einen Bund gemerkt, mit dort, was er verspricht, dass er dort durchhält. Dann sei wie von der frühe Hannah. Sie wird bespart, muss Sport leiden damit, dass sie nicht Kinder haben. Und dass wir so ein Stachel, dann beten sie dem Herrn, merkt doch mählich, dass ich Kinder habe. Wenn du dort mählich merken wirst, dann das Kind, das war ich die Wahrheit für das ganze Leben. Und da sei wie, wo der Samuel von hergekommen ist. Samuel ist ein erfolgreicher Mann Gottes. Diese Früde hält er Versprechen. Sie brachten einen Priester aus dem Kind und der war da in das Dienste und dann genommen, gelehrt und mitgenommen, so, ob es für Gott am Blick von ziemlich kleinen Reden, er vernommen dort, erstens nicht, er muss auch dann abgehalten. Aber da sei wie, was das für ein gutes Wort dabei wäre, wann er durchhält. Weil den Samuel seine erste Verantwortung haben uns feststellen, wir nicht sehr einfach. Da wir ein alter Priester, Eli, das Samuel, wie noch mal 6 Jahre, 8 Jahre, 6 Jahre, like wie er, dann redet Gott alter an. Und er glaubt, wenn er da alleine seine Stuhl wird, dass Eli hat am geraubt, und das wir gar nicht so dort. Und jetzt nur sein, dann wird das nicht so dort. Und Eli sagt, Gott drei, in die Stuhl, wenn das wahre Wort ist dort, die Stamm herrscht, dann sei, rede Herr, hier bin ich. Und als sie dann war, das morgens zum Gespräch kam, dann wird es Eli so neugierig, was er gewusst sein. Und Eli sagte ihm, sei mir kriegt dort so aus Gott, dass er die sieht. Du nicht der Platz holen. Ich will das alle weiten. Weil da muss das kleine Junge den Eli in strafgerecht ankündigen. In strafgerecht in seine eigene Familie. Wo das da gehen wird, und der Herr sagt, ich war anfangen damit, und ich war das auch ganz ausführen. Und das wird laut sagen, alle sind tot, verkündigt. Ich habe uns das feststellen. Aber Gott beweist sich treu, und Gott ging mit der Sache treu zu eng. Das heißt, wenn wir mit Gott einen Bund merken, wenn wir unsere Seed anholen, dann führt Gott das auch gerecht aus. Dann haben wir das andere Seed gekriegt, wo Gott mit Menschen einen Bund merken wird. Wir sehen das in 1. Mose im 15. Kapitel, Vers 18, weil wir bloß einmal den einen Vers lesen, dann scheint uns das so, als wenn Gott im Zwesten nur ein bisschen von verjäten hat. Da wir verschiedenste Schwierigkeiten geworden im Leben, dann sagt er, und da gedachte Gott an seinen Bund, den er gemacht hatte mit Abraham. Dann kam Gott, war er, nahm die Sache nach Hand und für die Derche, dass er das anfänglich geplant hat. Und dann schafft er wieder. Die Frau in der Sache bin es, wenn wir einen Bund merken, wie lange holen wir den an? In Psalm 50, Vers 15 sagt es, opfere Gott Dank und bezahle dem Höchsten deine Geliebte. Wenn wir
allein das Vers ein bisschen ans Verplecken, bis wir wieder ab dort gehen, dann hat das noch nicht mal so sehr mit dem Bund öffentlich zu tun, mit einem Kontrakt unterschrieben oder diese Dinge, sondern das ist unsere persönliche Entscheidung. Wir haben manchmal, komme ich feststellen, das ist ein bisschen menschenartig. Ich habe auch ein paar Beispiele so ähnlich gegeben. Aber dort gibt es diese Momente, dass wir vielleicht so ein Verlangen haben oder dass wir irgendwo in einer Situation sind, wo wir nicht sein wollen, dass wir für uns selbst im Stillen zu Gott beten oder nur Gott fragen und sagen, Herr, wo bist du? Wirst du mir hier durchhelfen? Herr, dann wo ich dir wirklich dankbar sein. Dann wo ich das oder dort tun, dann wo ich das oder dort die geben. Wir merken einfach an uns und Geliebte. Weil ich kann ein paar Begebenheiten, dass Menschen sehr deep in der Krankheit wären. Da scheinen sie vielleicht nicht durchkommen. Dann prachen sie dem Herrn, lob mich noch länger leben, merkt mich gesund, halb, dass ich gesund war. Und sie sind sich ganz bewusst dabei, dass dem Herrn seine Hand die Ente durchgehalten hat. Und dann regt das vielleicht 1 oder 2 Jahre, dann sind das schlimmere Sünder, als sie fertig werden. Wo blieben sie geliebt ist. Und Geliebte ist nicht eine Sache, was wir öffentlich mit Menschen tun, sondern wir haben an uns einen Vorsatz gemerkt, dem Herrn treu zu sein. Das hier vielleicht nicht so sehr viel übt, aber Bund in den Geliebten, die gehen sehr taub ein mit dem anderen. Bund ist mehr ein, was wir öffentlich tun, und Geliebte ist mehr so, was wir persönlich für uns tun. Wenn wir die Bibel ein bisschen dort durchgehen, dann fingen wir dort nach durch. Dort sagt eben, dort waren wir in Jobut, zu Wort gegeben haben, dann sei du nur, dass du dort warst, utführen, dass du dort anholen warst. Wenn wir ans Reich folgen wollen, wie jemand sagt, ob bloß mal gesagt, so wie eine Bürgschaft, dann werden wir uns dann manchmal rütdrehen und sagen, oh ja, ich habe Gott gesagt, aber ich habe keine Firma gegeben dafür. In der Bibel sagt, wenn du dir ein Wort dafür gegeben hast, dann hol dort an. Von der habe ich eine Gelegenheit, wo das Täuflinge sich entschieden haben dafür, dass sie diesen Bund merken wollen mit Gott, dass von hier wieder das wohlmerkte Trennung für ein neues Leben. Das ist eine Bestätigung, dass das alte Leben kann nicht mehr trägt. Es ist Adam, die Menschen, die bei der Sintflut ankommen, die können nicht mehr zum Leben kommen. Aber anders gesagt, Mose kann nicht mehr in der Gesellschaft nennen. Da fängt ein neuer Aufschnitt an. So muss jeder auch klar haben, was wir in der Anleitung auch hatten, dort fängt ein neuer Aufschnitt im Leben an. Der fängt nicht jetzt von der an, der Heial, aber die merken von der klar, da kann nicht mehr treten angehen. Dann sagt uns dort hier nach in 1. Petrus 3, Vers 21, der Bund eines guten Gewissens. Mir hat das selbst ein bisschen Frauen gegeben, wo wir da gerade nachchecken, was das meint, wenn wir einen Bund eines guten Gewissens merken. Was ist das dort? Für mich persönlich kommt dann einfach ab das, was das hier gleich sagen wird, das ist eine freiwillige Entscheidung. Du hast keiner irgendwann herangegangen, hat gesagt, die machen das, sonst mit einer Drohung, was er dann abfallen wird. Guck dir mal, als Jesus mit der Jünger taub abbeirrt wird, dann hat er den Heilsplan, oder der Gottes Werk mit ihrens der Utleihen dort, dann ab eins sagt uns dort viele euerten sich und fangen an, Jesus der Reihen zu drehen. Dann fragt Jesus seine Jünger, dreht er sich nur da und sagt, er will die nicht auch. Will die nicht auch weichgehen? Dann sind sie, nee, wir wollten nicht wohin. Du hast Worte des ewigen Lebens. Weil du das ist die Entscheidung zu werden. Nach einer anderen Stelle sagt Jesus, du hast keiner,
der da ein Tarm bühen will, der da nicht verüht wird, sich die Kosten überleihen, als er das auch hat, auszuführen. Und das ist auch eine Begründung ab dort. Weil das sind viele Menschen, die da von der Seite, wenn er angeredet wird, ab das Heil, ihr Leben mit Christus, ihr Glauben an Gott, wo immer diese Dinge kommen, dann seien sie, mir ist das zu kostspielig. Das ist zu viel, dass ich aufsehen muss. Und ich lehre erst auch eine Sache darauf an, wir sollen uns dort überleihen. Mensch soll sich dort überleihen. Wenn es das jetzt ans Leben in der Zukunft und ans Leben mit einem Ziel. In Psalm 90, du sagst, lehre uns, Herr, dass wir sterben müssen, damit, dass wir klug werden, auf dass wir klug werden. Weil das ist eine Entscheidung zu merken, die helpt uns vielmal sehr, zu checken, eine feste Entscheidung zu merken, damit dass wir ein Ziel merken, oder dass wir uns die Zukunft überleihen. Dort lot in kleine Sachen sind, dort lot in größere Sachen sind, erst einfach so dort. In Psalm 25, Vers 10, du sagst uns dort, die Wege des Herrn sind eitel Güte und Wahrheit denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. Hier sagt uns dort, dass dort eine Freude ist, dort wir uns die Wassen können reinholen. Wenn wir in Bund merken, in freiwilliger Bund merken, und dass der Herr uns die Gewissens reingemerkt hat, durch den Glauben und so wieder, dass wir frei geworden sind, dann merken wir freiwillig auf diesen Bund. Und das sagt hier, der Weg, dem Herrn seine Weg, der sind eitel Güte und Wahrheit denen, die seinen Bund halten. In Hebräer habe ich mehr das Aufschnitte von, wo das von reden, dass lasst uns hinzugehen mit wahrhaftigen Herzen und vollem Glauben, besprengt in unseren Gewissen, oder los von den beiden Gewissen und so wieder. Und damit, dass wir ein gutes Gewissen kennen, über das haben, sagt uns das auch im Römer im 10. Kapitel, wo das ganze Erlösungsprozess geht, und dort in der Verheitung Gottes steht. Da wenig habe ich dort tun. Ein Mensch, der da, vielleicht würde sich das vernehmen, sagen, ich will mir taufen lassen, damit ich rein war, dass ich erlöst war und so wieder. Da würde nicht ut worden. Der würde kann mit das selbst hier, wo der getauft waren, wo der Gläubige, da würde danach nicht ut geworden sein. Römer Kapitel 10, Vers 9 und 10 sagt es, denn so du mit deinem Munde bekennst Jesus, dass er der Herr sei und glaubst in deinem Herzen, dass ihm Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. Die griechische Bedienung von Gewissen meint eigentlich das Wort. Eine Entscheidung innerlich zu haben, eine Entscheidung im Hort zu haben, in Pferdeweg zu gehen, ein reines Hort zu haben, in Pferdeweg zu gehen, los von dem bösen Gewissen. Und den Bund, den die merken, der erst damit haben, dass die Gewissen wir frei geworden, und dass die wieder im Gewissen frei blieben, seht den Gehorsam und holt ein reines Gewissen, dann sagt er, die Güte des Herrn sind eitel Wahrheit denen, die seinen Bund halten. Wir wollen hier aufschließen mit dieser Rede, wir wollen wieder gehen zu der Zeremonie. Und weil wir noch einmal beten, weil wir abstimmen, wie der Posten scheint. Liebreicher Gott, Allmächtiger vor dem Himmel, wir danken dir dafür, dass wir die Zeit von der Genot immer weiter beleben dürfen. Wir danken dir dafür, dass wir immer weiter sein können, dass dein Plan für uns Menschen sich noch nicht verändert hat. Dass du immer dort hast Gott fähig hat und dass du deine Genot über die letzte Zeit in den letzten Aufschnitt extra besonders bewiesen hast. Dass du den einzelnen Sehen zu der Erlösung gegeben hast,
ans loszukijken. Wir Frauen haben auch, dass du was dein Wort sehen und dass du hast geredet worden, all von der noch wieder was geredet worden. Wir Frauen auch haben, dass du was dort, was nicht stimmt, nur dein Wahl, wenn da sind erst geredet worden, dass du etwas wahrnehmen, dass das nicht wird Schulden wirken, sondern vielmehr, dass deine Güte, deine Gnade mehr offenbaren worden. Wir Frauen haben auch, dass du das wieder wir haben sehnen was mit ansehen und dass die Nummer kann dich dort verherrlicht werden. Wir laden die an, Herr, mit dem Bejahn zu sein und befehlen uns die an. In Namen Jesus Christus. Amen. Ja, vi var en løjtning, der er lidt jo, men nok kun.
Gut, wir sind wat doorgekomen, wir willen een Tauffahrt durchführen. En ik zei, die zullen dat aan deze zijde merken, die moeten ons, die lebt op voets anderen, niet? Dan zei we, krijg je een camera, zo we worden hier dag aan deze zijde dan, niet? Ja, eenmaal kartjes nogmaals, hoe Jezus hier zegt, hij zegt in zijn Jünger door in Galilea, zegt da, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und leitet alle Völker und tauft sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und leitet sie halten alles, was ich ihnen befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So, Jesus zit hier aan wie gegeben, alle Gewalt, je hebt hier ook im Himmel, aber die Jünger zegt hij dan zo, die zullen nu gaan in de Welt, sagt alle Völker, die abgeerst nu zu gehen, und das zum Glauben zu bringen, zu taufen, und danach lehren alles, was ich ihnen befohlen habe. Das ist auch von dir, was wir wollen, diese Jünglinge, was in Jugendliche, was der Hand sich entschlossen, das einen Schritt zu nehmen, die haben Jo gesagt, die Gemeinde hat Jo gesagt. So, darauf haben wir wieder einen abkriegen, und ich war in Frauenstall, und hingen dort, und mit der Taufe bedienen und abnehmen als Geschwister in der Gemeinde. So, ich frage mich, weil die hier abkommen, bitte. Okay, dat zijn dan die wat zich wel taufen laten, oder een Zeugnis geven voor de gemeente, en op verlangen, stel ik je 3 vrouwen. De eerste de vrouw is, bekennest du, dass dir alle deine Sünden, die du mit Gedanken, Worten und Werken begangen hast, von Herzen leid sind? Antwort. Ja. 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 Bekennest du, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes und der Welt Heiland, auch dein persönlicher Herr und Heiland geworden ist? Antwort. Ja. 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 Hast du ein Verlangen auf dieses Bekenntnis in seinem Namen getauft zu sein? Antwort. Ja. 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 Ja, sie haben alles mit jou beantwortet. Dat ze ihre Sünden bekannt haben und das alles leidet. Und sie bekennen sich, dass Jesus Christus der Herr und Heiland ist. Und verlangen ist, getauft zu werden. So ab dort verlangen, weil wir ihn bedanken damit. Frau, Sie ihn wel op je knieën doorloten. Auf das Bekenntnis deines Glaubens, dass du glaubst und bekennst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, taufe ich dich in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auf das Bekenntnis deines Glaubens, dass du glaubst und bekennst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, taufe ich dich in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auf das Bekenntnis deines Glaubens, dass du glaubst und bekennst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, taufe ich dich in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auf das Bekenntnis deines Glaubens, dass du glaubst und bekennst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, taufe ich dich in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Auf das Bekenntnis deines Glaubens, dass du glaubst und bekennst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, taufe ich dich in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auf das Bekenntnis deines Glaubens, dass du glaubst und bekennst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, taufe ich dich in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Steh auf, liebe Brüder, und sei willkommen in der Gemeinde des Herrn. Steh auf, liebe Schwester, und sei willkommen in der Gemeinde des Herrn. Steh auf, liebe Schwester, und sei willkommen in der Gemeinde des Herrn. Steh auf, liebe Schwester, und sei willkommen in der Gemeinde des Herrn. Steh auf, liebe Schwester, und sei willkommen in der Gemeinde des Herrn. Steh auf, liebe Schwester, und sei willkommen in der Gemeinde des Herrn. Så vidt så vidt. For tror God er bij was. En God tjekt nu op junt, wat nu weer aan wordt. Ja. So ich wünsche Ihnen Gottes Segen und Mut und Freudigkeit, wieder im geistlichen Kampf fairwasch zu gehen. Tja, ich war in der Stadt annehmen. Okay, we hier nog een luid van de jugendgroep Mialis, geloof ik, is het, ja. Die heeft nu de gelegenheid.
dem Licht. Du bist auferstanden, wir vergehen nicht. Nie sind wir verlassen, Jesus, du bist hier. Deine Hand beschützt uns, wir vertrauen dir. Auch am Tag der Tage, auch wenn alles fällt, bleibst du doch der Herr der Welt. Bleibst du doch der Herr der Welt. Wir wollen zum Schluss noch ein Lied mit der Versammlung singen, Nummer 353. Welch ein treuer Freund ist Jesus, der da immer hilft so gern. Welch ein Vorrecht ist zu bringen, alles im Gebet zum Herrn. Oft wir unseren Frieden stören und die Ruhe ist uns fern, weil nicht immer gleich wir bringen alles im Gebet zum Herrn. Kommen Prüfungen und Leiden, leuchtet dir kein Freudenstern. Sage nicht in solchen Stunden, komme im Gebet zum Herrn. Wenn die Not am allergrößten ist die Hilfe dir nicht fern. Bringe, was dich ängstlich quälet, alles im Gebet zum Herrn. Bist du matt und schwer beladen, wärest du erquicket gern. Jesus ist der müden Stärke, gläubig komme zu dem Herrn. Stehst du einsam und verlassen, ihm allein zu trauen lern. Bringe froh in allen Lagen, alles im Gebet zum Herrn. Gut, wir sind zum Schluss gekommen. Und, ich werde noch beten mit den Taub und dann lasse die Versammlung entloten. Und ich bete die Tauflinge, dass sie worden satten bleiben. Und wer einmal wel kommt, weet je, die der dann kommen und noch gratulieren. Und sehr wünschen mit einmal. So stuk gelegenheid für. Goeie einmal gerut, dan kom je hier 3 namen voorbij. Ik ga zijn wel abstond im Schlussgebet mit Paulus. Himmlischer Vater, wir sind dir dankbar für diesen Tag, was du uns geschenkt hast. Wir sind dankbar, dass du uns gesehen hast. Du warst mit dir warst.
Herr, wir wollen einfach auch beten, musst du auch besonders sein mit dieser Junge. Die Schwester, schenk ihr einfach volle Mut und Kraft, fairer was zu gehen. Auch wie andere als Gemeindeglieder. Herr, schenk einfach, dass wir unsere Wahrheit in wirklich worden, dieper und dieper aufschlagen, dass wir können deep gewartet worden. Und wir alle wollen reisen ab den Tag, wo die Wahrheit kommen wirst. Dass wir nicht so sein, dass uns wird so sein, als ein Deif, wenn die Wahrheit kommt. Nee, Herr, wir leben ab den Tag lüren, bis die Wahrheit kommt, Herr. Herr, ich bete, musst du in jedem einen sehen, wie hier kommen, als jeder Tauhierer, musst du in jedem einen auch sehen, ab Not zu denken, ab ans persönliche Leben, was wir hier haben, was wir sein haben, dass du gnädig bist, dass du allmächtig bist, Herr. Herr, ich bete, musst du uns sehen und begleiten und führen, nur den Welle, durch Jesus Christus. Amen. Scheide im Frieden.